Ja, ich bin überglücklich, dass ich jetzt, ich glaube, ich habe mein letztes Spiel gemacht gegen Bochum. Das ist, glaube ich, schon, weiß nicht, ob 2 oder 3 Monate her. Keine einfache Zeit für mich. Ich habe jetzt natürlich die letzten Wochen hart gearbeitet, habe mehr oder weniger, muss man als Profi auch mal seinen Mund halten und weitermachen. Es läuft nicht immer alles so nach Plan und ich bin aber ein Mensch. Ich nehme das so, wie es kommt und kann auch nur das machen, was ich beeinflussen kann. Da kann ich mir dieses Jahr sehr wenig vorwerfen und ich habe mir einen Sport ausgesucht, wo andere manchmal entscheiden und heute habe ich das Vertrauen bekommen und ich war auch sehr glücklich dabei zu sein und auch eigentlich zufrieden mit meiner Leistung. Dann hast du auch mal noch einen geilen Sprint mit einer geilen Grätsche da in der zweiten Halbzeit. Ja, das sind alles so Kleinigkeiten. Ich glaube, dass ich Fußball spielen kann, das weiß ich selber auch. Natürlich ist es so, dass man, wenn man so lange nicht auf dem Platz war, irgendwann die Kräfte ein bisschen fehlen. Du kannst 1000-mal im Training laufen und Box-to-Box machen am Spiel. Die Spielintensität, die kriegst du nur über Spiele und ich versuche da weiterzumachen. Ich bin kein Mensch, der da irgendwie den Kopf in den Sand steckt, weil ich weiß noch, was ich kann. Kopfgelb. Nein, weiter. Für mich auch sauber. Hinten raus hatte man so das Gefühl, da wäre vielleicht auch noch das dritte Tor drin gewesen. Hattet ihr das auch auf dem Platz? Ja, nach dem 2-2 glaube ich schon. Ich glaube, Bayern hatte auch Chancen, muss man ehrlich sein. Wir hatten Chancen. Und am Ende ist es schon einerseits enttäuschend, einerseits ist es ganz okay. Und wie gesagt, wir nehmen den Punkt mit. Und wir haben auf jeden Fall eine Reaktion gezeigt nach Mittwoch. Wir haben heute gegen Bayern München gespielt, das darf man nicht vergessen. Und es war heute im Großen und Ganzen ganz okay. Müder Kick in Durchgang 1, geiler Kick in Durchgang 2. Inwiefern würdest du mir zustimmen? Ja, müde war es nicht in der ersten Hälfte. Wir haben uns zu wenig zugetraut. Wir haben wieder zu viele lange Bälle gespielt wie in Barcelona. Wir müssen uns da gegenseitig mehr unterstützen einfach. Wir sprechen das Woche für Woche an und wir arbeiten hart daran, dass das bald in eine bessere Richtung geht, weil ich glaube, dass man es gesehen hat, wie wir in der zweiten Hälfte über, ich glaube, dann 15, 20 Minuten kurz gespielt haben und auch in Führung gegangen sind, hat Bayern auch gemerkt, da ist eine Mannschaft, die kann es auch spielerisch und ich glaube, das ist der einzige Weg, wie wir gerade gegen so Mannschaften, gegen europäische Top-Teams bestehen können. Wir haben die Qualität, wir müssen die nur häufiger auf den Platz bringen und dann hat es auch richtig Spaß gemacht. Am Ende, glaube ich, ein verdienter Unentschieden. Ich glaube, die Leistung war heute ganz okay. Wir haben auf jeden Fall eine Reaktion gezeigt nach Mittwoch und das ist der Weg, wie wir mal spielen müssen. Die Aggressivität gegen den Ball war gut, das Schieben hin und her, wann wir rausgehen, war gut. Nicht die ganzen 90 Minuten, aber größtenteils und mit dem Ball glaube ich trotzdem, dass wir noch mutiger sein könnten, aber im Großen und Ganzen war das ganz okay heute. Was hat im zweiten Durchgang in den einigen Aktionen nach vorne auch besser funktioniert als im ersten Durchgang? Ja, wir haben halt einfach auch mal das Spiel verlagert. Wir haben Konteraktionen gehabt, weil Bayern Mann gegen Mann über den ganzen Platz gespielt haben den ersten Weg nach vorne gesucht. Dann noch vielleicht mal einen Steilklatsch, wo einer nachkommt. Das haben wir in der ersten Hälfte zu selten gemacht. Und wie gesagt, habe ich eben gerade schon gesagt, wenn man dann auch ein bisschen den eigenen Ball hier mal hat, dann macht es auch Spaß. Und hart erkämpft, brauchen wir nicht drüber reden. Wir haben aber genauso in der ersten Halbzeit gekämpft und ich bin sehr stolz heute aufs Team. Was bedeutet der Punkt für die Situation in der Bundesliga? Ich glaube, jeder weiß, dass wie die Tabelle
ist. Und klar, wir bräuchten unbedingt die 3 Punkte heute, haben wir leider nicht hinbekommen. Aber wie gesagt, wir nehmen den einen Punkt mit. Wir versuchen von Spiel zu Spiel zu schauen, versuchen unsere Spiele zu gewinnen. Und am Ende werden wir sehen, wo wir landen. Wir versuchen jetzt von Spiel zu Spiel so viele Punkte zu holen, wie es einfach nur geht. Und wenn wir aber so füreinander kämpfen, was uns heute, glaube ich, keiner abstreiten kann, 3 Tage nach einem Spiel, wo es auch hart war, dann sind wir trotzdem auf einem guten Weg. Spielerisch haben wir viel Luft nach oben, das muss man ganz einfach so sagen. Aber diese Hoffnungsschimmer wie diese 15, 20 Minuten hier, da siehst du, dass wir es eigentlich können und daran werden wir arbeiten. Barcelona am Dienstagabend. Wie geht ihr jetzt in dieses Spiel? Aufgeben ist auf keinen Fall eine Option. Wir gehen da rein, um das Spiel zu gewinnen. Und wir spielen bei uns im Stadion, das sind wir unseren Fans schuldig. Und klar, ich bin auch Realist oder wir sind alle Realisten. 4-0 wird schwer, aber wir werden bis zur letzten Minute auf jeden Fall kämpfen und alles geben.